Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir auf ganz einfache Weise Schokocreme für unsere Kinder oder auch für uns selber zubereiten können. Natürlich werde ich wieder, weil sich meine Videos an Deutschlernende richten, alles langsam sagen, deutlich sprechen und vor allen Dingen die Artikel mit nennen. Das ist die Butter. So, die ist weich. Ja, ich will es jetzt nicht zu sehr zeigen, doch ein bisschen. Boah, die ist richtig weich. Das ist wichtig, damit ich die einfach verarbeiten kann. Wenn die hart ist, ist das schwer. Hier habe ich noch ein bisschen mehr Butter genommen. Die war noch nicht weich, deswegen habe ich dünne Scheiben geschnitten. Jetzt ist die auch wunderbar weich. Denn sonst ist das einfach viel schwerer, die Schokocreme herzustellen. Das dauert länger, ist mehr Arbeit. Das muss ja nicht sein. So, das geben wir jetzt komplett. Die ganze Butter kommt jetzt in die Schüssel. So, eine Matscherei. Wenn das gute Bio-Butter ist, nehme ich dann auch gerne noch die kleinen Reste. So. Genau, brauche ich jetzt eigentlich noch nicht zu machen. So, und jetzt zeige ich euch erstmal das Grundrezept. Dafür brauche ich Butter. Wie immer habe ich irgendetwas vergessen. Und zwar diesmal den Honig. Aber das ist kein Problem. Aber das ist kein Problem. So lernt ihr direkt auch noch andere Vokabeln. Ich habe vergessen. Ich vergaß. Ich vergesse. Das sind verschiedene Zeiten. So, das ist der Honig. Den Honig gebe ich auch hier rein. Also ich brauche Butter, Honig und Kakaopulver. Ungefähr zu gleichen Mengen. Also ungefähr so viel wie ich Butter habe, brauche ich auch Honig. Ich nehme aber gerne eher ein bisschen weniger Honig. Auch wenn Honig deutlich gesünder als Zucker ist, möchte ich nicht übertreiben. Honig ist zwar gesund, wenn man ein bisschen davon isst, aber ich glaube nicht, dass das gesund ist, wenn man sich von morgens bis abends nur davon ernährt. Manchmal müssen wir da dann auch unsere Kinder ein bisschen bremsen, dass sie nicht nur noch Honig essen. So. Ihr könnt ja jetzt auch die Messer zählen. Ich habe gar nicht genau mitgezählt. 3, sagt mein Sohn. Dann müsste das jetzt der 4. sein. Also das ist ja ungefähr so groß wie ein großer Esslöffel, was ich jetzt hier reinmache. Meine Tochter sagt 6. Okay. Sagen wir mal, das ist jetzt der 6. Ich weiß es nicht genau. Ihr müsst selber noch mal zählen. Mein Sohn besteht auf 5. Jetzt sagt meine Tochter auch 5. Okay, dann sagen wir, das ist der 6. Okay. Bevor wir hier gleich Streit kriegen. Also, das ist dann der 6. Ach so, 7. Korrigiert mein Sohn. 8. Ja, ich denke, jetzt haben wir doch tatsächlich fast so viel wie Butter. Aber es soll ja auch schmecken. Es soll ja auch schmecken. Ich wiederhole den Satz lieber noch einmal. Der war ein bisschen sehr schnell gesprochen. Aber es ist auch wichtig für euch, dass ich manchmal auch schnell spreche. Denn im Alltag werden die Leute auch nicht immer Rücksicht darauf nehmen. So, jetzt genau gebe ich Kakaopulver oder einfach Kakao, sagen wir, hinzu. Auch ungefähr genauso viel. So. Oft sind das die einzigen Zutaten. Wenn ihr nicht viel Zeit habt und auch nicht zu viel Geld ausgeben wollt,
nehmt Kakaopulver, Butter und Honig. Wenn euch Honig noch nicht überzeugt hat und ihr unbedingt Zucker nehmen wollt, könnt ihr selbstverständlich auch Zucker nehmen. Bitte sagt mir das nicht, ich will es nicht wissen. Das macht mich dann traurig. Und ihr wollt ja nicht, dass ich traurig bin. Also nehmt lieber Honig und heimlich Zucker. Wir nehmen keinen Zucker für sowas. Wenn ich Zucker haben will, dann kann ich genauso gut auch irgendeine andere Schokocreme aus dem Supermarkt kaufen. Also ja, ich zeige euch das Rezept auch, damit ihr gesund werdet. Denn wenn ihr möglichst schnell Deutsch lernen wollt, ist es auch wichtig, dass euer Körper fit ist, ihr eine gute Gesundheit habt. Das erhöht auch den Lerneffekt. Das macht es euch auch leichter, dass ihr schnell lernt. So, aber zurück zum Thema. Ich brauche jetzt noch ein Messer. Das habe ich gerade aus der Schublade geholt, das Messer. Denn hier habe ich jetzt noch Karob-Pulver. Das lieben wir ganz besonders, denn wenn ich nur Kakaopulver hinzugebe, dann hat das einen eher bitteren Geschmack, also eher wie Bitterschokolade. Und durch das Karopulver wird das noch ein bisschen süßer und schmeckt mehr wie Vollmilch. Das habe ich selber irgendwann einmal in einem Video auch hier bei YouTube, glaube ich, gehört. Ich weiß leider nicht mehr bei welchem, sonst würde ich es gerne sagen. Auf jeden Fall benutzen wir es seitdem auch. Und das schmeckt wirklich, ja, wie Vollmilchschokolade dann. Also für Schokolade nehme ich das eben auch, aber auch mit der Schokocreme schmeckt es einfach ja, mehr wie die bekannten, üblichen Schokocremes. Das ist also ein kleiner Trick, wie ihr die Schokocreme noch leckerer machen könnt. Das kostet allerdings normalerweise etwas mehr als Kakaopulver. So sieht das aus. Das ist Karob-Pulver. Das hatte ich euch schon einmal in einem Video ein bisschen vorgestellt. Das kommt vom Affenbrotbaum. Karob-Pulver. Wenn man Bild, ja, hier vorne sieht man nur die Produkte, die man damit machen kann. Ach so, genau, wichtig wie immer. Hier steht 100% Karopulver. Das ist jetzt auch noch kontrolliert biologisch, aber mir ist wichtig vor allen Dingen, dass das 100%ig ist und dass ich da nicht irgendetwas anderes mit drin habe. Wie zum Beispiel Zucker. Ich will ja gerade Schokocreme ohne Zucker herstellen. So, davon gebe ich jetzt großzügig auch noch was dazu, weil das einfach unglaublich lecker schmeckt. So, und das ist mein Grundrezept. Wie gesagt, könnt ihr auch nur Kakaopulver nehmen. Ihr könnt das auch mit nur Karopulver ausprobieren. Das ist alles kein Problem. Das schmeckt alles wunderbar. Und mir ist es auch immer am liebsten, mal was anderes zu probieren. Aber dadurch, dass ich gerade nicht abwiege und jede Zutat immer gleich viel verwende, sondern abschmecke, ja, habe ich ohnehin immer mal wieder ein bisschen anderen Geschmack. Es schmeckt nie ganz gleich wie das letzte Mal, weil ich mal ein bisschen mehr Kakaopulver, mal ein bisschen mehr Karopulver, mal ein bisschen mehr Honig und mal ein bisschen mehr Butter drin habe. Und das finde ich gerade gut so. Wenn man immer das Gleiche isst, wird es doch irgendwann langweilig. So, das muss jetzt richtig, richtig gut vermischt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr das schön cremig haben wollt, dann sollte das wirklich so lange gemischt werden, bis da kein Klumpen mehr an Kakaopulver oder Karopulver drin ist. Ganz kleine Klumpen können sogar ganz lecker sein, das ist Geschmackssache, aber es sollte halt schon wirklich eine richtig schöne cremige Konsistenz haben, dass man das gut aufs Butterbrot schmieren kann oder natürlich auch so essen kann. Oder natürlich auch für Kuchen, mit Plätzchen. Ah, mit zur Schule meinst du?
ja, mein Sohn meint zum Beispiel, man kann das dann auch gut mit zur Schule nehmen. Meine Tochter sagt, man kann es auch gut mit zum Kindergarten nehmen. So. Also ihr seht, das hat jetzt schon eine cremige Konsistenz und ich höre jetzt dann auch mal auf, damit das nicht langweilig für euch wird. Ihr wollt ja hauptsächlich Deutsch lernen und ich denke, das Rezept habt ihr jetzt verstanden. So, ich zeige euch das noch einmal. So sieht das aus. Nein, es wird noch nicht probiert. Jetzt muss ich die Kinder wieder im Schach halten. Die dürfen gleich probieren. Aber jetzt, ja, so, jetzt habe ich hier noch Mandelcreme. Ich habe nur noch ein bisschen hier drin. Ich möchte das nämlich auch erstmal ausprobieren. Da gebe ich jetzt ein bisschen von der... So, kannst du den Löffel einmal festhalten? Dankeschön. Nicht abblicken. Festhalten, habe ich gesagt. So. Also ich habe jetzt einfach 2 große Löffel hier mit reingegeben. Dann wird das jetzt auch noch umgerührt. Und das ist natürlich dann auch noch mehr wie die gekauften Cremes, weil in den gekauften Cremes habt ihr immer ein bisschen Nüsse mit drin. Meistens Haselnüsse, das hier sind jetzt geröstete Mandeln. Aber ja, da wir gerne sowieso verschiedene Geschmäcker ausprobieren, ist das ja überhaupt kein Problem. Ihr könnt natürlich auch geröstete Mandeln kaufen oder selber Mandeln rösten und dann zerkleinern. Aber es schmeckt auch auf jeden Fall so. Also gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, ich nehme mir jetzt für euch natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Wenn ich nicht so viel Zeit habe, mache ich das einfach so ganz schnell und ihr habt gesehen, das dauert wenige Minuten und dann ist das fertig. So, jetzt kann ich meine Kinder nicht mehr zurückhalten, die wollen probieren. So. Und? Gut? Dann sagt mal laut ja. 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 Okay. Muss da noch irgendwas rein? Mehr Honig? Mehr Kakaopulver? Boah, das ist ja extrem süß. Ich glaube, wir haben zu viel Honig, oder? Ja, meine Kinder freuen sich. Nee, aber mir ist das zu süß. Ich gebe jetzt gleich noch mehr Kakaopulver und Karopulver da rein. So. Aber hier habe ich ja jetzt erstmal auch mit dem Mandelmus das da drin. So. Und dann hatte ich mir jetzt vorgenommen, dass hier habe ich noch ein extra Glas dafür genommen, dass ich ein kleines bisschen, ich mache das jetzt hier an der Seite, ihr könnt natürlich auch eine extra Schüssel nehmen, aber ich mache das jetzt ganz einfach hier an der Seite, von dem Kokosmus, das wir uns letztens gegönnt haben. Das war wirklich mit das teuerste, was ich hier drin habe. Deswegen nehme ich auch nur ein bisschen und mache das nur an der Seite, damit es auch noch welches ohne gibt. So, da gebe ich jetzt ein paar Löffel von dem Mousse mit dazu, damit das nach Kokos schmeckt. Das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Wir hatten auch noch nie das Kokosmus zu Hause. Obwohl ich euch das auch nur empfehlen kann. Ich finde es unglaublich lecker. Und das Schöne ist, bei dem Kokosmus habt ihr auch noch ein bisschen Kokosöl, das Kokosfett. Das könnt ihr auch alleine kaufen. Aber hier habt ihr beides zusammen, weil in dem Mousse natürlich immer noch ein bisschen Fett geblieben ist. Und das setzt sich oben ab, so wie auch bei Nussmusen. Das habe ich euch auch schon in einem anderen Video erklärt. So, noch ein Löffel. Also es schmeckt wirklich fantastisch. Unglaublich süß vor allen Dingen auch, obwohl meine Tochter mag es nicht. Mein Sohn mag es, ich finde es auch total lecker, mein Mann findet es lecker, aber meine Tochter mag es nicht so gerne. Oder gar nicht? Nee, so wie das Gesicht aussieht, gar nicht. Okay.
Also, einfach ausprobieren, wer es mag und wer nicht. Ich gebe aber auch hier jetzt noch ein bisschen mehr Kakaopulver hinzu, weil mir das einfach doch ein bisschen zu süß ist. Und die Kokosmasse ist ja auch noch mal süß. Also, so, einfach wieder zerdrücken, das ist einfach ganz einfach. Dauert natürlich ein bisschen. Ich nutze die Gelegenheit, während ich das hier mache, wenn ich jetzt kein Video daraus mache, nutze ich die Gelegenheit, um dabei zu lernen. Im Moment lerne ich Arabisch. Das will ich jetzt wirklich mal etwas länger lernen. Die anderen Sprachen habe ich immer nur ein bisschen kurz gelernt. Und ja, also mir macht es halt einfach auch Spaß, wenigstens ein bisschen mit jemandem reden zu können. Wenn jemand zum Beispiel kein Deutsch kann, dass ich ihm den Weg erklären kann oder ihm die Uhrzeit sagen kann. So kleine Sachen, die begegnen einem im Alltag ja doch öfter, als dass man sich mal richtig lange unterhält. Und deswegen habe ich jetzt mehrere Sprachen nur bis zu dem Niveau gelernt. Aber Arabisch, weil wir ja auch Familien in arabischsprachigen Ländern haben, möchte ich jetzt doch etwas mehr lernen. So, das sieht schon ganz gut aus. Man sieht auch, das Kokosfett macht das Ganze sogar, glaube ich, noch ein bisschen cremiger. Das ist auch ein bisschen wie Butter irgendwie von der Konsistenz her, wenn man das so bewegt. Und jetzt können die Kinder wieder probieren oder nur mein Sohn. Meine Tochter möchte, glaube ich, nicht so gerne. Und sie möchte doch, auch wenn sie angeblich kein Kokos mag. So, also wir finden, das schmeckt gut. Das kommt jetzt nachher in dieses Glas. Das andere werde ich dann noch mit ein bisschen mehr Karopulver und Kakaopulver mischen. Und dann kommt das auch in irgendein leeres Glas. Das ist das Glas, ein Glas. Und das ist leer. Hier ist nichts drin. Deswegen ist es leer. Und die benutze ich dann einfach, die leeren Gläser, um dann meine selbstgemachten Sachen da rein zu tun. Ich lagere das doch meistens im Kühlschrank, weil das sehr ärgerlich wäre, wenn so etwas schimmelt nachher. Es schmeckt aber anders, wenn es draußen gestanden hat. Deswegen mache ich das auch schon mal so, dass ich dann eine kleine Portion auf ein Tellerchen, das ich zudecke, zum Beispiel nach draußen hole. Oder ich benutze diese. Die bekommt ihr zum Beispiel in marokkanischen Geschäften. Ja, hier ist auch Nusscreme drin. Und da kann ich dann zum Beispiel ein bisschen reinmachen und das draußen stehen lassen. Wenn ich weiß, das essen wir bald, dann brauche ich mir keine Sorgen darum machen, dass es schlecht wird. Ja, das war es erstmal für dieses Video. So mache ich meine Schokocreme. Ihr habt ein paar Möglichkeiten gesehen, wie man das variieren kann mit Nüssen oder Kokos, mit Karob oder ohne. Und ja, natürlich könnt ihr auch andere Honige ausprobieren. Das liegt ganz bei euch. Ihr könnt auch Nussstückchen mit reingeben oder ja, einfach wie ihr wollt, einfach ausprobieren. Mit mehr oder weniger Butter. Statt Butter könntet ihr auch nur Kokosfett zum Beispiel nehmen, Kokosöl. Oder ihr könnt Palmfett nehmen oder genau, was ich auch einmal machen wollte, aber bis jetzt noch nicht geschafft habe, ein bisschen Kakaobutter, geschmolzene, damit runterzugeben. Das müsste man schnell machen, damit die dann nicht sofort fest wird. Das könnte problematisch werden. Ja, also wer da Spaß dran hat, einfach ausprobieren. Schreibt mir dann gerne in meine Kommentare, wie das geworden ist. Ob ihr noch irgendein Video zu einem bestimmten Rezept diesbezüglich sehen wollt, dann mache ich das gerne auch noch für euch. Und ja, jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Meine Kinder wollen jetzt Schokocreme essen. Also, bis dann.